Im Oktober 2015 verbreitete sich eine beunruhigende Nachricht in den Medien. Im Herzen Ugandas, an einem Ort, der als Perle Afrikas bezeichnet wird, verschwand auf mysteriöse Weise die 21-jährige niederländische Medizinstudentin Sophia Coetzee. Sie war in das Land gekommen, um Menschen zu helfen. Sie absolvierte ein Praktikum in einem örtlichen Krankenhaus und beschloss anschließend, sich für ihre Arbeit mit einer Safari zu belohnen. Doch von dieser Reise kehrte sie nie zurück. Die lokalen Behörden beeilten sich, den Fall mit einer einfachen und bequemen Version abzuschließen. Die junge Frau sei von einem wilden Tier angegriffen worden. Doch je mehr Fakten ans Licht kamen, desto offensichtlicher wurde, dass sich hinter diesem Verschwinden etwas viel Düstereres und Beängstigenderes verbarg. Sophia wurde am 2. April 1994 in Amsterdam als Tochter von Gerard Coetzee und Maria Sliekerman geboren. Sie war das älteste von 3 Kindern. Ein kluges, offenes und unglaublich einfühlsames Mädchen, dessen Energie keine Grenzen zu kennen schien. In ihrer Jugend widmete sie sich mehrere Jahre lang einer Jugendtheaterschule, wo sie ihr Selbstvertrauen und ihre Liebe zur Bühne verfeinerte. Diese Leidenschaft lehrte sie, strahlend zu sein und keine Angst vor Aufmerksamkeit zu haben, doch ihre wahre Berufung war die Medizin. Später beschloss Sophia, ihr Leben der Hilfe für andere Menschen zu widmen. Sie war eine Frau der Tat, liebte Sport, spielte Basketball und Hockey und ordnete ihre Gedanken beim Joggen im berühmten Amsterdamer Vondelpark. Zum Zeitpunkt der tragischen Ereignisse war sie erst 21 Jahre alt, hatte aber bereits einen Bachelor-Abschluss in Medizin in der Tasche. Sie war auf dem besten Weg, ihren Traum zu verwirklichen, Ärztin zu werden. Und dann kam der Sommer 2015. Getrieben von Abenteuerlust und dem Wunsch, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, reiste sie für ein 8-wöchiges Praktikum nach Uganda. Alle, die Sophia kannten, waren sich einig. Sie hat eine glänzende Zukunft vor sich. Sie war erstaunlich zielstrebig, verband mühelos intensives Studium mit Nebenjobs, verteilte Flyer oder passte auf Kinder auf. Ihr größter Traum war es, Spezialistin für Tropenmedizin zu werden. Das war nicht nur ein Karrierewunsch, sondern eine echte Berufung, Menschen in den entlegensten Winkeln der Welt zu helfen und dabei die Welt kennenzulernen. Genau diese Liebe zum Reisen und zu neuen Kulturen führte sie nach Uganda. Sophia stürzte sich kopfüber in die Arbeit. Ihre Kollegen im Krankenhaus waren beeindruckt von ihrem Eifer und ihrem Engagement. Sie assistierte bei Operationen, nahm Geburten entgegen und scheute keine Arbeit. Wenn es nötig war, griff sie auch zum Mopp und wischte die Böden. Sie wohnte zusammen mit einem Dutzend anderer Praktikanten in einem Studentenwohnheim. Trotz des ständigen Lärms und der Hektik genoss Sophia jeden Tag. Sie verliebte sich in Uganda, in seine Menschen, seine Natur und seine Kultur. Sie begann sogar, die Landessprache zu lernen, um die Patienten besser zu verstehen und eine gemeinsame Sprache mit ihnen zu finden. Fast jeden Tag telefonierte Sophia mit ihrer Familie und erzählte begeistert von ihrer Arbeit und ihren neuen Eindrücken. Das Land hatte ihr Herz so sehr erobert, dass sie ernsthaft darüber nachdachte, nach ihrem Studium hierher zurückzukehren und vielleicht sogar für immer zu bleiben. Doch hinter dieser Fassade voller Energie und Erfolg verbarg sich ein Kampf, von dem nur ihre engsten Vertrauten wussten. Mit 16 Jahren wurde bei Sophia eine bipolare Störung diagnostiziert. Es handelte sich um eine schwere Erkrankung, die ihren Zustand beeinträchtigte und zu Phasen emotionaler Ausbrüche, Impulsivität und Instabilität führte. Diese Episoden erforderten eine ständige Kontrolle. Dank Medikamenten und der Unterstützung ihrer Familie lernte Sophia ihre Krankheit zu kontrollieren und führte ein völlig normales Leben. Später jedoch sollte genau diese Diagnose zu einem zentralen und äußerst kontroversen Element in den Ermittlungen zu ihrem Verschwinden werden. Sophias Praktikum endete am 22. Oktober 2015. Sie hatte das Gefühl, dass ihr Afrika-Abenteuer noch nicht vorbei war und beschloss, noch 2 Wochen zu bleiben, um die Naturschönheiten des Landes zu erkunden. Am 23. Oktober brach sie zusammen mit 2 anderen Studenten aus den Niederlanden und einem lokalen Reiseleiter zu einer 5-tägigen Safari auf. Ihre Namen wurden von der Polizei nie bekannt gegeben. Die Route war reichhaltig und führte durch die malerischsten Ecken Ugandas. Sie besuchten Fort Portal, den Kitalawe-Nationalpark sowie die Städte Gulu und Pakua.
Der Endpunkt ihrer Reise war der Murchison Falls Nationalpark, der größte und berühmteste Nationalpark Ugandas. Dieser Ort ist bekannt für seine mächtigen Wasserfälle und seine unglaubliche Vielfalt an Wildtieren. Hier leben Löwen, Elefanten, Nilpferde und riesige Nilkrokodile. Am 28. Oktober gegen Mittag kam die Gruppe im Park an. Nach einer aufregenden Bootsfahrt auf dem viktorianischen Nil quartierten sie sich in einem studentischen Bildungszentrum ein, das der ugandischen Wildtierbehörde gehörte. Es war ein recht einfaches Camp mit kleinen Häuschen, Gemeinschaftsbereichen und Toiletten, die sich einige Dutzend Meter von den Wohnräumen entfernt befanden. Als sie begannen, ihre Sachen auszupacken, nahm Sophia eine kleine leere Wasserflasche, die sie unterwegs als Taschenurinal benutzt hatte, und machte sich auf den Weg zu den Toiletten. Es war etwa 18:30 Uhr. Die Sonne neigte sich dem Horizont zu und es wurde schnell dunkel. Einer der Mitarbeiter des Camps sah sie in der Nähe der Toiletten stehen. Sie stand dort und schaute nachdenklich in Richtung des Flusses, der etwa 600 Meter vom Camp entfernt war. Dies war die letzte bestätigte Beobachtung, dass Sophia lebend gesehen wurde. Einige Minuten vergingen. Ihre Freunde bemerkten, dass sie nicht zurückkam und gingen zu den Toiletten, um nachzusehen. Dort war sie nicht. Sie suchten das gesamte Camp ab und riefen ihren Namen. Es kam keine Antwort. Sie schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Nach 15 Minuten, als ihnen klar wurde, dass etwas Schlimmes passiert war, meldeten sie den vermissten Fall den örtlichen Rangern. Die Suche begann. Aber die hereinbrechende afrikanische Nacht machte sie praktisch unmöglich und sinnlos. Die Ranger durchkämmten das Gebiet mit Taschenlampen, während ihre Freunde verzweifelt versuchten, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie starteten das Auto, spielten ihr Lieblingslied und stellten es auf Wiederholung in der Hoffnung, dass sie die vertraute Melodie hören und reagieren würde. Aber aus der Dunkelheit drangen nur die Geräusche der wilden Natur. Um 21 Uhr, nachdem sie Sophia immer noch nicht gefunden hatten, tätigte einer ihrer Begleiter den schrecklichsten Anruf seines Lebens. Er rief ihre Mutter, Maria Coetzee, an. Maria, die ihre Tochter erst kürzlich in Uganda besucht hatte, war von dieser Nachricht erschüttert. Ohne eine Minute zu verlieren, begann sie, sich auf den Flug nach Uganda vorzubereiten. Am nächsten Morgen, dem 29. Oktober, wurde die Suchaktion erheblich verstärkt. Die Ranger wurden von Polizei und Militär unterstützt. Bald tauchte der erste Hinweis auf. Es war die kleine Plastikflasche, mit der Sophia weggegangen war. Sie lag nur 5 Meter vom Flussufer entfernt, doch dieser Fund warf mehr Fragen auf, als er Antworten gab. Warum lag die Flasche hier? War Sophia wirklich so nah ans Wasser gegangen? Der Nil ist an dieser Stelle lebensgefährlich, besonders nachts. In seinen Gewässern wimmelt es von Krokodilen und Nilpferden, die zu den aggressivsten Tieren Afrikas zählen. Die Behörden stellten sofort die Theorie eines Raubtierangriffs auf, doch sehr bald wurde klar, dass alles viel komplizierter war. Am 30. Oktober, etwa 40 Stunden nach ihrem Verschwinden, wurden unweit der Stelle, an der die Flasche gefunden wurde, Sophias verstreute Habseligkeiten entdeckt. Die Szene wirkte äußerst unnatürlich. Unter den Fundstücken befanden sich ihre Wanderhose, ein Schuh, eine Sonnenbrille, ein zerrissener 1000-Schilling-Schein und eine leere Souvenirtüte. Das seltsamste und unheimlichste Detail waren jedoch die Stofffetzen, die von ihrer Hose abgerissen worden waren. Sie hatten sich in einem Ast in etwa 5 Metern Höhe verfangen. Die Anordnung der Gegenstände wirkte völlig unlogisch. Außerdem gab es an der Stelle weder Blutspuren noch Anzeichen eines Kampfes. Wie konnten die Hosen so hoch oben im Baum landen? Warum waren die Gegenstände über einen so großen Bereich verstreut? Und vor allem, wo waren die Spuren des Angriffs und wo war Sophia selbst? Noch seltsamer war die Tatsache, dass die Ranger, die das Gebiet in der ersten Nacht durchkämmten, nichts davon gesehen hatten. Die Sachen tauchten erst 40 Stunden später auf. Sofort kam der Verdacht auf, dass jemand sie später dorthin gelegt hatte, um einen Tierangriff vorzutäuschen und die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken. Der Überlebensexperte und Privatdetektiv Thomas Coyne kam nach der Untersuchung der Fotos der Beweise zu einem schockierenden Ergebnis. Die Hose war nicht von den Zähnen eines Tieres zerrissen worden, sondern sorgfältig mit einem Messer aufgeschnitten und anschließend von Hand zerrissen worden. Das Fehlen von Blut oder Überresten verstärkte die Zweifel nur noch.
Wie Thomas treffend bemerkte, würde kein Tier der Welt Kleidung an Bäumen aufhängen und persönliche Gegenstände sorgfältig auslegen. Die ganze Szene wirkte wie eine plumpe und ungeschickte Inszenierung. Die Theorie eines Tierangriffs war für die ugandischen Behörden äußerst günstig, da sie es ermöglichte, den Fall schnell zu schließen und einen Skandal zu vermeiden, der der Tourismusbranche schaden könnte. Aber die Fakten sprachen eine andere Sprache. Niemand hatte Schreie gehört. Es gab keine Spuren von Tieren am Tatort und der Weg vom Lager zum Fluss war schwierig, bewachsen und gefährlich, besonders nachts. Für eine Ausländerin ohne Überlebenserfahrung war es praktisch unmöglich, ihn in völliger Dunkelheit zu bewältigen. Im Laufe der Ermittlungen richtete sich die Aufmerksamkeit erneut auf Sophias Gesundheitszustand. Wie bereits erwähnt, konnte ihre bipolare Störung zu Phasen der Impulsivität und übermäßigen Selbstsicherheit führen. Nach Angaben ihrer Begleiter begann Sophias Verhalten etwa am 26. Oktober, also 2 Tage vor ihrem Verschwinden, ungewöhnlich zu werden. Sie schlief fast nicht, redete wirres Zeug und unternahm riskante Handlungen. Gerüchten zufolge saß sie bis spät in die Nacht am Lagerfeuer und zerbrach möglicherweise Stühle, um sie ins Feuer zu werfen. Als das seltsame Verhalten der jungen Frau offensichtlich wurde, kam es zu Spannungen in der Gruppe. Ihre Freunde überlegten, ihre Mutter anzurufen, doch Sophia überredete sie, dies nicht zu tun. Der Reiseleiter versuchte, die Situation zu entschärfen und änderte sogar die Route zu einer ruhigeren Strecke. Als sie jedoch in Murchison Falls ankamen, schien sich ihr Zustand normalisiert zu haben. Doch dann kehrte die Instabilität mit neuer Kraft zurück. Es gibt die Vermutung, dass sie in diesem verletzlichen Zustand möglicherweise der falschen Person vertraut hat oder in einem Anfall von Impulsivität das Lager alleine verlassen hat. Ihre Diagnose machte die Sache natürlich komplizierter. Sie konnte erklären, warum Sophia das Lager verlassen hatte, aber sie erklärte nicht die seltsame Anordnung der Gegenstände und ihr spurloses Verschwinden. Ihre Angehörigen bestanden darauf, so etwas war ihr noch nie passiert. Und sie hatte auch nie daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Am 30. Oktober traf die Mutter, Maria Coetzee, in Murchison Falls ein. Sie kam zusammen mit Vertretern der niederländischen Botschaft. Die Suche erreichte sofort eine neue Ebene. Es wurden Hubschrauber und sogar ein Team mit Drohnen aus den Niederlanden eingesetzt, aber es wurden keine Spuren von Sophia gefunden. In den ugandischen Medien wurde nur spärlich über die Geschichte berichtet. Die Version mit dem Tierangriff wurde als Hauptversion angenommen und bald wurde der Fall offiziell geschlossen. Unterdessen ließen die niederländischen Medien diese Geschichte nicht auf sich beruhen und warfen viele Fragen darüber auf, was tatsächlich passiert sein könnte. Ihre Mutter Maria gab nicht auf. In den folgenden Jahren kehrte sie mehr als 20 Mal nach Uganda zurück, führte ihre eigenen Ermittlungen durch und fand immer neue Unstimmigkeiten in den offiziellen Berichten. Im Jahr 2019 stieß sie auf einen wichtigen Hinweis. Der ehemalige Mitarbeiter der ugandischen Wildtierbehörde Stephen Nyadru gab an, dass er in der Nacht des Verschwindens gesehen habe, wie Sophia mit einem anderen Mitarbeiter des Parks gesprochen habe. Dieser zweite Mann bestritt alles kategorisch und wurde von den Behörden nie ordnungsgemäß befragt. Maria fand auch eine schockierende Tatsache heraus, die aus irgendeinem Grund zu Beginn verschwiegen worden war. In der Nacht ihres Verschwindens nahmen etwa 400 neue Mitarbeiter der Wildtierbehörde nur 2 Kilometer vom Studentenlager entfernt an einer Feldübung teil. Es stellte sich die berechtigte Frage: Hat die Untersuchung die Alibis all dieser Personen überprüft? Alle gefundenen Gegenstände von Sophia wurden zur Untersuchung in die Niederlande geschickt. Die DNA-Analyse bestätigte, es sind ihre Sachen. Aber es wurde auch ein unbekanntes männliches DNA-Profil darauf gefunden. Diese Entdeckung war ein Wendepunkt, der auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Entführung oder eines Gewaltverbrechens hindeutete. Zu viele Menschen befanden sich in der Nähe und die Szene mit den Gegenständen sah wie eine Inszenierung aus. Es kam der Verdacht auf, dass versucht wurde, die Wahrheit zu verschleiern, möglicherweise um jemanden aus den eigenen Reihen zu schützen oder Kritik am Sicherheitssystem des Parks zu vermeiden. Denn es ist so einfach, alles auf ein wildes Tier zu schieben. Im Laufe der Jahre gab es viele verschiedene Versionen. Die offizielle Geschichte über den Angriff eines Tieres wurde praktisch widerlegt. Es wurde sowohl ein Ertrinken als auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Sophia sich einfach verlaufen hatte.
Aber niemand hatte Schreie gehört. Es wurden keine Spuren gefunden, keine Leiche. Die Version, dass sie sich aufgrund ihrer Diagnose sich das Leben genommen habe, wurde von der Familie entschieden zurückgewiesen. Sophia liebte das Leben wirklich. Sie hatte große Pläne für die Zukunft und stand ihren Angehörigen sehr nahe. Eine der meistdiskutierten und beängstigendsten Versionen ist die Entführung, möglicherweise zum Zweck des Menschenhandels. Dafür sprechen sowohl seltsame Spuren als auch das Vorhandensein fremder DNA. Möglicherweise wurde Sophia von jemandem aus dem Lager oder aus der Umgebung entführt. Das Fehlen von Spuren eines Kampfes und von Blut könnte darauf hindeuten, dass es sich um einen erfahrenen Täter handelte, der in der Lage war, seine Spuren zu verwischen. Man darf nicht vergessen, dass sich nur 2 Kilometer entfernt Hunderte von ausgebildeten Rekruten befanden, die genau wussten, wie man in der Wildnis alle Spuren verwischt, und dass der labile Zustand der Frau sie zu einer leichten Beute machen konnte. Diese Version ist erschreckend, insbesondere angesichts der gefundenen DNA und des hartnäckigen Schweigens der lokalen Behörden. Aber ohne direkte Beweise bleibt sie nur eine Theorie. Sophias Familie kämpft weiterhin verzweifelt um die Wahrheit. Maria sammelt Spenden, engagiert Privatdetektive und fordert die Behörden auf, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Im Jahr 2019 ordnete der Staatsanwalt von Uganda tatsächlich die Einleitung neuer Ermittlungen an, doch diese kamen aufgrund der Pandemie und der Wahlen 2021 zum Erliegen. Maria besteht nach wie vor darauf, dass die DNA des Mitarbeiters, der angeblich als letzter mit Sophia gesehen wurde, mit der DNA verglichen wird, die auf ihren Sachen gefunden wurde. Dies könnte entweder den Verdacht von ihm nehmen oder einen echten Durchbruch in dem Fall bedeuten. Die letzten Neuigkeiten zu diesem Fall gab es im Juni 2024. Auf der Anklagebank saß Michael Kijambu, der Reiseleiter, der Sophias Gruppe begleitet hatte. Es stellte sich heraus, dass er keine gültige Lizenz hatte, was nach Ansicht der Behörden indirekt zu der Tragödie beigetragen haben könnte. Vor Gericht sagte derselbe Zeuge, Stephen Yadru, aus, dass Sophia und ihre Freunde in der Nacht vor ihrem Verschwinden gegen die Regeln des Camps verstoßen hätten. Sie hätten laut Musik gehört und gegen 4 Uhr morgens habe er gesehen, wie Sophia auf Holzplatten schlug und versuchte, Gras anzuzünden. Eindeutige Anzeichen für eine Verschlechterung ihres Zustands. Stephen behauptete, er habe den Reiseleiter Michael darauf hingewiesen, dass die junge Frau ins Krankenhaus gebracht werden müsse, aber dieser habe seine Worte ignoriert. Und am nächsten Abend sei Sophia Kötzier verschwunden. Dies ist bislang der einzige Prozess im Zusammenhang mit diesem Fall, und er befasst sich nicht einmal mit der Tatsache ihres Verschwindens. Die Familie, angeführt von ihrer unerschütterlichen Mutter Maria Slackman, kämpft weiter um Antworten, in der Hoffnung, dieses düstere Geheimnis eines Tages zu lüften. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Am 27. August 2015 hat eine Überwachungskamera in einem Haus in Santa Augustine eine Gruppe von Freundinnen aufgezeichnet. Um 9:10 Uhr fuhr die 36-jährige Mutter von 2 Kindern, Amanda Cloninger Colley, mit ihrem Auto vor dem Haus vor. Die kürzlich geschiedene Amanda hatte bei ihrem neuen Freund in einem Wohnmobil übernachtet. Es erwartete sie ein schockierendes Bild. Jemand war in ihr Haus eingebrochen und hatte es durchwühlt. Auf dem Boden lag Müll, die Regale waren leer, überall lagen Kleidungsstücke verstreut und die Geräte, einschließlich des Fernsehers, waren kaputt. Überall lag zerbrochenes Glas. Amanda war verärgert, aber nicht überrascht. An diesem Tag ignorierte sie alle Anrufe und Nachrichten ihres Ex-Mannes, die seit 5 Uhr morgens eingegangen waren. Sie war sich sicher, dass er dafür verantwortlich war. Eine halbe Stunde später kam Amandas neuer Freund Lamar Daberly zu ihr nach Hause. Er fuhr mit seinem Auto vor und bog nach links ab, sodass das Auto nicht von den Kameras erfasst wurde. Dann kam ein Polizeiauto, um Amanda zum Einbruch zu befragen. Der Beamte sah sich im Haus um und sprach mit der Frau. Sie besprach alles mit ihrem Scheidungsanwalt und beschloss, keine Anzeige gegen ihren Ex-Mann zu erstatten. Der Polizist erledigte seine Arbeit und fuhr um 10:29 Uhr wieder weg. Was in den nächsten 10 Minuten geschah,
sollte das Leben vieler Menschen auf den Kopf stellen. Amandas Freundinnen kamen zu ihr, um sie in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Als erste traf die 39-jährige Mutter von 3 Kindern, Lindy Dobbins, ein. Sie hatte sich von der Arbeit freigenommen, da sie immer bereit war, für ihre Freundinnen alles stehen und liegen zu lassen. Später kam Rachel Hendricks, die ihre Kinder zur Schule gebracht hatte und sich auf den Weg zu ihrer Freundin machte. Sie standen alle im Wohnzimmer und beruhigten Amanda, als sie Schüsse hörten. Die Kugeln zerschmetterten die Glastüren, die zum Hinterhof führten. Einige Minuten nach dem Abzug der Polizei filmten Kameras, wie Lamar Daberly durch die offenen Garagentüren aus dem Haus floh. Er rannte mehrere Blocks, blieb stehen und bat um Hilfe. Der Mann rief die Polizei an und berichtete, dass jemand auf das Haus geschossen habe. Der Telefonist fragte ihn, ob er den Schützen kenne. Lamar antwortete, dass er sehr wohl wisse, wer es gewesen sei, aber nicht wisse, was danach passiert sei, da er weggelaufen sei. Er sagte auch, dass niemand von den Schüssen getroffen worden sei und dass er sicher sei, dass sie auf ihn abgezielt hätten. Ein paar Minuten später rannte Rachel aus dem Haus. Sie rannte zum Nachbarhaus der Dickinsons, versteckte sich dort und rief die Polizei. Rachel erzählte, dass Amandas Ex-Mann das ganze Haus verwüstet habe, dass zuvor die Polizei gekommen sei und dass er alle im Haus erschossen habe. Rachel berichtete auch, dass sie beim Weglaufen von einer Kugel getroffen worden sei. Dann gingen Anrufe von Amanda und Lindy beim Rettungsdienst ein, aber am Telefon waren nur Schreie und Schüsse zu hören. Die Polizei fand Amandas Leiche im Haus. Sie war 9-mal erschossen worden. Die Schusswunden befanden sich an ihren Armen und Beinen, was darauf hindeutete, dass sie versucht hatte, sich vor den Kugeln zu schützen. Lindys Leiche wurde im Ankleidezimmer gefunden. Sie war 3-mal erschossen worden. Beide Frauen waren tot. Rachel erzählte der Polizei, dass sie den schießenden Mann im Hinterhof gesehen hatte, wo sich ein Weg befand und dass er von dort aus geschossen hatte. Die auf dem Boden gefundenen Patronenhülsen und die Einschusslöcher im Glas bestätigten Rachels Aussage. Lamar kehrte zum Tatort zurück und erzählte den Ermittlern, dass er Schüsse gehört habe. Dann, so sagte er, habe er eine Stimme gehört, die rief: »Wo ist er?« Lamar dachte, er sei das Ziel. Er befahl allen zu fliehen, rannte selbst durch die Garage hinaus, während die Frauen in die andere Richtung rannten, ins Schlafzimmer und ins Badezimmer. Rachel erzählte, dass sie und Lindy sich im Badezimmer versteckt hatten, während Amanda auf der anderen Seite der Tür war. Rachel hörte, wie der Schütze das Haus betrat und rief: »Wo ist er?« Er ignorierte Amanda, die versuchte zu erklären, dass nur ihre Freundinnen im Haus waren. Lindy meldete sich zu Wort, aber dann wurde auf die Tür geschossen. Die Kugel traf Rachels Hand und sie ließ die Türklinke los, die sie zuvor festgehalten hatte. Dieselbe Kugel traf Lindys Bein. Amanda wurde ebenfalls verletzt, erlag jedoch später ihren Verletzungen. Der Schütze öffnete die Tür und ging auf Lindy zu, während Rachel aus dem Haus rannte. Sie war nicht dabei, als ihre Freundinnen starben. Allerdings sah Rachel das Gesicht des Schützen. Sie hatten sich gesehen, als er die Kinder abholte, auf die sie manchmal aufpasste. Es war Amandas Ex-Mann, James Cole Jr. Kriminaltechniker kamen zum Tatort, um James' Geruch aufzuspüren. Seine Spur führte bis zur nächsten Straße. In der Nähe fanden sie auch sein Handy ohne SIM-Karte, aber sein Auto war nirgends zu finden. Das gesamte Gebiet wurde mit Hubschraubern abgesucht. Der Sheriff des Bezirks ordnete eine systematische Suche an. Die Polizisten waren sich sicher, dass James noch bewaffnet war und konnten sich nicht vorstellen, wozu er fähig war, nachdem er seine Ex-Frau am helllichten Tag ermordet hatte. Einige Stunden später nahm die Polizei von Nord Virginia James fest. Er war mit dem Auto seiner Schwester unterwegs. Bei ihm wurden mehrere Waffen gefunden, darunter auch die Waffe, mit der er auf seine Opfer geschossen hatte, eine Pistole vom Kaliber 45. Im August 2015 waren James Cole Jr. und Amanda Cloninger Colley bereits seit 8 Jahren verheiratet. Sie hatten 2 Kinder. Im Sommer 2015 ließen sie sich scheiden. Und James zog zu seiner Schwester Rhonda, deren Haus 20 Kilometer von Amandas Haus entfernt lag. In den folgenden Monaten teilten sich die beiden das Sorgerecht für die Kinder. Dann begann James, sich mit einer Kollegin namens Emmy zu treffen und sie schmiedeten Pläne für die Zukunft. Auch Amanda machte weiter. Bei der Arbeit lernte sie einen neuen Freund namens Lamar kennen.
Trotz des Umzugs glaubte James immer noch, dass seine Beziehung zu Amanda nicht beendet war. Er fragte sie oft, ob sie sich mit jemandem treffe, aber sie bestätigte nichts. James hatte andere Möglichkeiten, dies herauszufinden. Eine Woche vor dem Mord gab ihm sein ehemaliger Nachbar und enger Freund Mike Dickens ein Foto. Darauf war ein Mann ohne T-Shirt zu sehen, der den Rasen vor James' ehemaligem Haus mähte. Dieser Mann war Lamar Daberly. James kannte ihn nicht, aber seine Vermutungen über Amandas Privatleben bestätigten sich. Am frühen Morgen des 27. August, dem Tag des Mordes, fuhr James zu Amandas Haus, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Um 4:30 Uhr morgens schien er gefunden zu haben, wonach er gesucht hatte. Die Kameras filmten nicht, wie James in das Haus eindrang. Wahrscheinlich kam er über den Hinterhof herein, wie er es einige Stunden später erneut tat. Ihre Kinder waren sicher im Haus seiner Schwester untergebracht. Er betrat Amandas Haus um 3 Uhr morgens, stellte jedoch fest, dass seine Ex-Frau nicht da war. Als er begriff, dass sie woanders übernachtet hatte, verwüstete er das ganze Haus, warf Sachen herum und zerstörte Geräte. Um 4:40 Uhr filmten die Kameras, wie er zu Mikes Haus fuhr. Der Mann klopfte laut an die Tür und wollte Mike zeigen, was er in Amandas Haus gefunden hatte. Kürzlich gekaufte, intime Gegenstände. Als er das Grundstück von Amandas Haus betrat, verstieß er gegen die einstweilige Verfügung, die seine Ex-Frau zuvor beantragt hatte. Es war ihm verboten, sich ihr und ihrem Haus zu nähern. Mike bat James, sich zu beruhigen, gab ihm ein paar Dosen Bier und sagte ihm, er solle nach Hause fahren. Aber James hatte nicht vor, das zu tun. James wurde in Virginia festgenommen und wegen vorsätzlichen Mordes 1. Grades, versuchten Mordes, Einbruch, Diebstahls und Stalkings angeklagt. James bekannte sich nicht schuldig. Die Ermittler begannen, sich ein Gesamtbild des Verbrechens zu machen, indem sie die Details von James' Bewegungen untersuchten, von seiner Ankunft um 4:45 Uhr morgens bis zu seiner Abreise um 10:30 Uhr. Dies war der entscheidende Faktor für das Verständnis seiner Motive. Der Staatsanwalt war der Ansicht, dass ein Foto von Lamar und die gefundenen intimen Gegenstände der Grund für den Mord waren. Nachdem er Mike verlassen hatte, begann James, Amanda zu schreiben und anzurufen. In dieser Zeit rief er sie 22 Mal an. Der Mann drohte seiner Ex-Frau, sie solle nichts unternehmen, sonst würde er vor Gericht und ihren Kindern erzählen, wer sie wirklich sei. Er flehte sie an, mit ihm zu sprechen, schrieb, sie könne ihm die ganze Wahrheit erzählen und drohte, sie zu holen. Der letzte Anruf erfolgte um 10:22 Uhr, wenige Minuten vor Beginn der Schießerei. Amanda nahm nur 3 Anrufe ihres Ex-Mannes entgegen. Die ersten beiden waren kurz, der letzte dauerte etwa 15 Minuten. Der Staatsanwalt war der Ansicht, dass genau dieser Anruf James zu weiteren Handlungen provoziert habe. Die Verteidiger von James versicherten, dass er unschuldig sei, da er unter dem Einfluss von Tabletten stand. 2 Tage zuvor hatte der Mann begonnen, eine gefährliche Kombination von Medikamenten einzunehmen, Tabletten gegen Angstzustände und Schmerzmittel. Am 26. August trank er 11 Dosen Bier. Am nächsten Tag trank er weiter Alkohol. Nachdem er in das Haus eingedrungen war und Mike besucht hatte, kehrte James zu seiner Schwester zurück, nahm ein Schlafmittel und legte sich schlafen. Er wachte einige Stunden später auf und stand immer noch unter dem Einfluss der Tabletten. Während Amanda zu ihrem Haus fuhr, kam James zum Gericht, um an der Anhörung wegen Verstoßes gegen das Näherungsverbot zu ihr und ihrem Haus teilzunehmen. Er passierte ruhig die Sicherheitskontrolle und begab sich zur Verhandlung. Er wirkte ruhig und gefasst. Bei der Verhandlung beantwortete James die ihm gestellten Fragen und sagte, dass er keine Substanzen konsumiert habe. Er bestritt nicht, gegen das Verbot verstoßen zu haben. Nachdem er den Gerichtssaal verlassen hatte, rief James Amanda weiterhin an und schrieb ihr Nachrichten. Auf dem Heimweg hielt er an einer Tankstelle. In der Wohnung seiner Schwester fand die Polizei Beweise dafür, dass er einen Mord vorbereitet hatte. Im Schlafzimmer lag ein leerer Pistolenhalfter. Im Schrank wurde ein Gewehrkoffer gefunden und in der Sporttasche lagen Patronen des Kalibers 45, mit denen Amanda Cloninger Colley getötet worden war. Unter dem Bett lag ein Koffer für eine Pistole des Kalibers 9. Auf dem Nachttisch lagen seine Medikamente. Dort befanden sich auch intime Gegenstände, die er in Amandas Haus gefunden hatte.
Die Verteidiger begannen, Informationen zu sammeln, um das Verhalten von James Cole zu erklären. Sie kontaktierten einen Pharmakologen und einen Psychologen, um herauszufinden, ob die von ihm eingenommenen Medikamente zu einer Verwirrung des Geistes führen konnten. Der Verteidiger Terry Schumacher bemerkte, dass James seltsam aussah, als er an diesem Morgen zum Gericht kam. Es bestand kein Zweifel daran, dass er geschossen hatte, aber der Mann war offenbar nicht bei sich. Die Frage war, warum das passiert war. Der Anwalt interessierte sich dafür, wie ein so liebevoller Familienvater zu einer solchen Tat fähig sein konnte und ob er seine Kinder bewusst zu Waisen machen wollte. Während der Vernehmung wirkte James nervös, schwitzte und zitterte. Der Anwalt interessierte sich dafür, ob Medikamente Gedächtnisverlust und Somnambulismus verursachen können. Er war sich sicher, dass James sich seiner Handlungen nicht bewusst war. Rachel Hendricks kam zum Gericht, um James als den Schützen zu identifizieren. Sie berichtete, dass sie in diesem Moment Glas zerbrechen hörte und James Cole im Hinterhof stehen sah. Mike Deakins berichtete über die Ereignisse, die nach Ansicht der Geschworenen James zum Mord provoziert hatten, nämlich das Foto von Lamar und die in Amandas Haus gefundenen intimen Gegenstände. Mike sagte aus, dass James ihn gebeten habe, mit nach draußen zu kommen und sich anzusehen, was in seinem Auto liege, und dass er gesagt habe, er habe es gefunden, als er in Amandas Haus herumgewühlt habe. Mike stimmte zu, dass dies ein Beweis für den Betrug sein könnte, riet ihm jedoch, alles zu vergessen und nach Hause zu fahren. Seinen Angaben zufolge war James aufgebracht und weinte sogar. Vor Gericht wurden Informationen über Anrufe, Nachrichten und den Aufenthaltsort von James vorgelegt. Die Nachrichten zeigten seine Verärgerung nicht nur über Amanda, sondern auch über ihre Freundinnen Lindy und Rachel. Er beschuldigte Lindy, Amanda gegen ihn aufgehetzt zu haben. Im Juli schrieb James an Mike über Amandas Freundinnen und darüber, dass Amanda nach ihrer Bekanntschaft mit Lindy alle Gefühle für ihn verloren habe. Er war wütend, weil ihre Freundinnen sie gegen ihn aufgehetzt hatten. Vor Gericht wurde auch eine Sprachnachricht geprüft, die James Amanda am Tag des Mordes hinterlassen hatte. Im Hintergrund waren die Stimmen anderer Personen zu hören. Vermutlich befand sich James zu diesem Zeitpunkt im Haus seiner Schwester und sammelte Waffen. In der Nachricht ist zu hören, wie James' Vater ihn anschreit und ihn als Idioten bezeichnet. Höchstwahrscheinlich versuchte der Vater, ihn aufzuhalten. Wenige Minuten später, auf dem Weg zu Amandas Haus, rief James seinen Vater selbst an. In der Nähe seines Vaters befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Hundesitterin, die ihr Gespräch mithörte. Sie hörte, wie der Vater seinen Sohn bat, nach Hause zurückzukehren und es nicht zu tun. Sie schrien sich gegenseitig an und James sagte, er könne das nicht mehr ertragen. Nach Prüfung der Beweise beschloss die Verteidigung, ihre Taktik zu ändern. Das Video aus dem Gerichtssaal und von der Tankstelle sowie die Nachrichten und Anrufe bewiesen, dass James bei klarem Verstand war und nicht unter dem Einfluss von Substanzen stand, wie sie ursprünglich behauptet hatten. Daher funktionierte diese Taktik nicht. Stattdessen konzentrierte sich die Verteidigung darauf, die Version eines vorsätzlichen Mordes auszuschließen. Zu diesem Zweck luden sie eine Zeugin ein, seine Schwester Rhonda. Am Tag des Mordes war James in ihrem Haus, aber sie selbst war nicht da. Sie war im Urlaub in Italien. 2 Wochen nach dem Mord erzählte Rhonda, dass James den Mord nicht im Voraus geplant hatte, da die Waffe bereits im Auto lag. Sie sagte aus, dass sie vor ihrer Abreise die Alarmanlage ihres Autos aktiviert habe, da sich darin 2 Pistolen befanden, eine Kaliber 9 und eine Kaliber 45. Sie habe nicht damit gerechnet, dass jemand ihr Auto benutzen würde. Rhondas Aussage kam gerade recht, denn sonst hätte ihr Bruder wegen Mordes 1. Grades zum Tode verurteilt werden können. Zweifel an der Vorsätzlichkeit des Mordes hätten das Urteil auf Mord 2. Grades oder sogar auf fahrlässige Tötung herabsetzen und ihm das Leben retten können. Aber ihre Aussage wies Unstimmigkeiten auf. 2 Wochen nach dem Mord erzählte sie den Ermittlern, dass sie eine Pistole vom Kaliber 45 besaß. Später sagte sie, es sei entweder eine 40er oder eine 45er gewesen. Und erst vor Gericht sagte sie, dass genau diese Waffe, die sie in ihrem Auto aufbewahrte, für den Mord an Amanda Cloninger Colley und Lindy verwendet worden war. Der Anwalt fragte sie, warum sie zuvor nichts über die Pistole vom Kaliber 9 mm gesagt habe. Sie antwortete, dass sie zu dieser Zeit ebenfalls Tabletten genommen habe und sich nicht gut an alles erinnern könne,
Aber nach der Therapie habe sie sich an diese Ereignisse erinnert. Sie sagte auch, dass sie keine zusätzlichen Patronen im Auto aufbewahrt habe, da die Waffe geladen gewesen sei. Der Verteidiger versicherte, dass James ohne die Absicht, jemanden zu töten, zu seiner Schwester zurückgekehrt sei und die Waffe im Auto ein zufälliger auslösender Faktor gewesen sei. Nach ihrer Version handelte es sich somit um Mord zweiten Grades und nicht um einen vorsätzlichen Mord. Das letzte Mal rief James Amanda nach der Gerichtsverhandlung an. Sie sprachen 14 Minuten lang miteinander. Worüber genau sie sprachen, ist nicht bekannt. Staatsanwältin Jennifer Danton erklärte, dass dieses Gespräch für James der letzte Tropfen gewesen sei. Er hätte die Möglichkeit gehabt, anders zu handeln, aber er habe sie nicht genutzt. Sie war der Meinung, dass er viel Zeit zum Nachdenken hatte. Er hätte zur Arbeit fahren und die Situation auf sich beruhen lassen können, denn er hatte eine neue Freundin und sie planten einen Urlaub. Selbst die Tatsache, dass Lamar nicht in Amandas Haus war, hielt ihn nicht davon ab. Er schoss trotzdem weiter. Sein Vater flehte ihn an, es nicht zu tun, aber er hörte auf niemanden. Die Geschworenen berieten sich 2 Stunden lang und fällten ihr Urteil. James Cole Jr. wurde des Mordes zweiten Grades, des vorsätzlichen Mordes und des Einbruchs für schuldig befunden. James' Mutter erklärte, dass sie ihren Sohn trotz allem lieben werde. Eine Woche später kamen die Geschworenen erneut zusammen, um zu beraten, ob seine Verbrechen die Todesstrafe rechtfertigten. Daraufhin lud die Verteidigung Zeugen vor, die beweisen sollten, dass James an diesem Tag unter dem Einfluss von Tabletten stand. Der Psychiater Mark Mills erklärte, James sei aufgrund der Nebenwirkungen der Medikamente, Parasomnie, nicht bei Sinnen gewesen. Er erklärte, dass Parasomnie ein Zustand ist, in dem sich eine Person nicht an ihre Handlungen erinnert. Ein Pharmakologe gab eine ähnliche Aussage ab. Um dies zu widerlegen, lud die Staatsanwältin 2 Zeugen vor, den Psychiater Jeffrey Denzinger und den Richter Charles Tinland, die bei der Anhörung von James wegen Verstoßes gegen das Verbot anwesend waren. Jeffrey Denzinger erklärte, dass Menschen mit Parasomnie zwar schlafwandeln und Auto fahren können, aber unter Koordinationsstörungen leiden. In diesem Zustand wirken sie verwirrt und wissen nicht, wo sie sich befinden. Es gab jedoch Videoaufnahmen, auf denen James während der angeblichen Parasomnie völlig normal wirkte. Richter Charles Tinland bestätigte, dass James bei der Anhörung normal aussah. Die Geschworenen kamen zu dem Schluss, dass James die Todesstrafe verdient. Es gab eine weitere Anhörung zu seinem Fall, die für die Anwälte die letzte Gelegenheit war, mildernde Umstände vorzubringen und die Todesstrafe zu vermeiden. Diesmal äußerte sich James, wenn auch nur kurz. Er bezeichnete den Mord als schrecklichen Unfall, entschuldigte sich und sagte, er wünschte, alles wäre anders gekommen. Eine Milderung des Urteils gelang nicht und der oberste Gerichtshof von Florida bestätigte alle Anklagepunkte. Die Familien von Lindy und Amanda Cloninger-Colley werden sich nie von diesem Schock erholen. Lindys Vater sagte, dass Lindy trotz James' Verurteilung nicht mehr zurückkommen werde. Es war eine schreckliche Tragödie. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Delhi, Indien, 1999. In der Nacht des 29. April fand in einem der renommiertesten Lokale der Stadt eine rauschende Party statt. Die Gäste entspannten sich, tranken, amüsierten sich und tanzten, als plötzlich ein Schuss fiel. Dieser Fall wurde zu einem der meistdiskutierten Ereignisse in Indien, da sehr einflussreiche Personen darin verwickelt waren. In den 90er Jahren wurde in der indischen Hauptstadt im Stadtteil Mehrauli ein neues Restaurant namens Tamarind Court eröffnet. Das Restaurant befand sich in einer Kolonnade und aus den Fenstern dieses alten Gebäudes bot sich ein wunderschöner Blick auf den architektonisch-historischen Komplex. Die Besitzerin des Lokals war Bina Ramani, Modedesignerin und bekannte Society Lady. Die Inderin Bina Ramani war mit dem kanadischen Geschäftsmann George Ramani verheiratet. Bina hatte die doppelte Staatsbürgerschaft, lebte aber in den 90er Jahren mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Delhi und leitete das Restaurant. Das Tamarind Court war bekannt für seine teuren Partys. Jeden Donnerstag fanden dort Feste statt, bei denen es viele exquisite Speisen und Alkohol gab.
Deshalb wurden nur wohlhabende Menschen in das Lokal gelassen. Am 29. April 1999 organisierte Bina Rahmani eine Party für ihren Mann George zu Ehren seiner bevorstehenden Abreise in seine Heimat Kanada. Da dieses Ereignis von der Besitzerin des Lokals selbst gefeiert wurde, beschloss man, die Party zu etwas Besonderem zu machen. Die Geschäftsführerin engagierte teure Models als Barkeeper anstelle der üblichen Mitarbeiter. Unter den Models befand sich die 30-jährige Schönheit Jessica Lal, die eine enge Freundin von Bina Rahmanis Tochter Malini war. Malini Rahmani war selbst Model und versuchte, eine Karriere in dieser Branche aufzubauen. Außerdem beschäftigte sie sich mit Modedesign, wodurch sie Kontakte zu einigen Models hatte. Malini nutzte ihre Kontakte und bot ihren Freundinnen an, als Barkeeperinnen im Restaurant zu arbeiten. Zu denen, die auf dieses Angebot eingingen, gehörten Jessica Lal sowie der junge Schauspieler und Model Cheyenne Munshi. Am Abend des 29. April stand Jessica hinter der Bar. Sie trug ein stilvolles weißes Hemd und blaue Jeans. Jessica lächelte den Gästen immer wieder zu und servierte ihnen Getränke. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das Restaurant Tamarind Court zu diesem Zeitpunkt noch keine Lizenz für den Verkauf von Alkohol hatte. Die Besitzerin Bina Rahmani hatte erst kürzlich einen Antrag gestellt, doch die Lizenz war noch nicht offiziell erteilt worden. Das bedeutete, dass der gesamte Alkohol, der auf der Party verkauft wurde, illegal war. Nur wenige Besucher wussten von diesem groben Verstoß. An der Veranstaltung nahmen bekannte Geschäftsleute, Söhne und Töchter von Politikern sowie enge Freunde von Stars aus Delhi teil. Die Party sollte um 23 Uhr enden, dauerte jedoch tatsächlich bis spät in die Nacht. Unterdessen entspannten sich 4 Freunde etwa 1 Kilometer vom Restaurant entfernt in einem Privathaus. Sie tranken Alkohol und unterhielten sich. Einer von ihnen war der 20-jährige Manu Sharma, Sohn des bekannten Politikers Vinod Sharma aus dem Bundesstaat Haryana. Außerdem war Manu ein entfernter Verwandter des ehemaligen indischen Präsidenten Shankar Dayal Sharma. Mit dabei war auch Vikas Yadav, ebenfalls kein einfacher Junge, sondern der Sohn eines einflussreichen Politikers. Der 3. und 4. waren Alok Khanna und Amadip Gill, hochrangige Polizeibeamte aus Delhi. Die Freunde hatten viel Spaß und entspannten sich. Spät am Abend erinnerte sich Manu Sharma daran, dass jeden Donnerstag im Restaurant Tamarind Court Partys stattfinden. Er schlug seinen Freunden vor, dorthin zu fahren und sich zu amüsieren. Die Jungs stimmten zu. Manu, Vikas, Alok und Amadip tranken noch ein paar Gläser Alkohol, setzten sich dann in 2 verschiedene Autos und fuhren zum Restaurant. Als die Jungs dort ankamen, war es bereits Mitternacht. Ein neuer Tag, der 30. April, hatte begonnen. Die Freunde betraten das Restaurant um 0:30 Uhr, setzten sich an einen Tisch, bestellten etwas zu essen, aßen, tranken und gingen dann tanzen. Danach tranken sie weiter. Zu diesem Zeitpunkt waren die Freunde bereits ziemlich betrunken. Da auf der Party viele Leute waren, war der Alkohol im Restaurant um 1 Uhr nachts ausgegangen. Die Gäste begannen, das Lokal zu verlassen. Zu Beginn der 2. Nachtstunde ging Manu zur Bar und traf Jessicas Blick. Der junge Mann bestellte Alkohol, woraufhin die Barkeeperin antwortete: „Es tut mir leid, aber der Alkohol ist bereits ausgegangen." Manu dachte, dass Jessica lügt und vielleicht Geld von ihm haben will. Der Mann holte 1000 indische Rupien, das sind etwa $11, aus seiner Tasche und reichte sie ihr. Jessica wiederholte: „Ich kann Ihnen keinen Tropfen Alkohol anbieten, weil er wirklich ausgegangen ist." Diese Worte verärgerten Manu und er begann, Jessica verbal zu beleidigen. Die Bardame bat den Mann, still zu sein und das Restaurant zu verlassen. Genau in diesem Moment wurde Manus Ego verletzt. In einem Anfall von Wut zog er eine Pistole vom Kaliber 22 aus seiner Tasche, schoss in die Decke und forderte Jessica erneut auf, ihm sofort einen Drink einzuschenken. Als er erneut ein Nein hörte, richtete Manu die Waffe direkt auf sie und drückte den Abzug. Die Kugel traf sie am Kopf, Jessica fiel zu Boden. Nur wenige Sekunden später kam die Besitzerin Bina Rahmani zur Theke und bemerkte Jessica, die in einer Blutlache auf dem Boden lag. Bina sah, wie Manu die Pistole in den Händen hielt und dann zusammen mit seinen Freunden schnell das Restaurant verließ. Jessica wurde mit dem Auto eines der Geschäftsleute sofort ins Krankenhaus gebracht, da jede Sekunde zählte und der Krankenwagen zu spät kam.
In der Zwischenzeit fuhren Manu Sharma und seine Freunde zum Haus von Amadip Gill. Unterwegs bat Manu darum, an einem einsamen Ort anzuhalten, stieg aus und vergrub die Pistole. Später in derselben Nacht rief Manu seinen Assistenten Amit Jinge an, nannte ihm die ungefähre Adresse und bat ihn, die Waffe zu vernichten. Amit tat alles, was Manu ihm befohlen hatte. Danach begannen alle Beteiligten, sich zu verstecken. Jessicas Schwester Sabrina Lal erhielt einen Anruf aus dem Krankenhaus, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass Jessica bei ihnen sei und schwer verletzt sei. Am Telefon wurden keine Details genannt. Sabrina fuhr zum Krankenhaus und erfuhr erst dort, was mit ihrer Schwester passiert war. Jessica war immer noch bewusstlos. Die Ärzte taten alles, was sie konnten, aber leider starb die junge Frau. Der Tod der Barkeeperin wurde als Mord registriert. Die Polizei von Delhi nahm die Ermittlungen auf. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich etwa 100 Personen im Restaurant und die meisten von ihnen sagten der Polizei, dass sie gesehen hätten, wie Manu Sharma auf Jessica geschossen habe. Die Polizei begann mit der Suche nach Manu und seinen 3 Freunden. Der junge Mann tauchte unter. Am 2. Mai fand die Polizei von Delhi Manu Sharmas Auto in der Nachbarstadt Noida im Bundesstaat Uttar Pradesh. Es war dasselbe Auto, mit dem der Mann zur Party im Restaurant Tamarind Court gekommen war. Das Auto wurde gefunden, aber Manu war weiterhin verschwunden. Am 4. Mai, 4 Tage nach dem Mord an Jessica Lal, fand und verhaftete die Polizei Alok Khanna und Amadip Gill. Die Beamten setzten die Suche nach Manu und Vikas fort. Am 6. Mai fanden und verhafteten die Polizisten Manu zusammen mit seinem Komplizen Amit. Sie befanden sich in der Stadt Chandigarh, etwa 200 Kilometer von Delhi entfernt. Am 8. Mai verhaftete die Polizei die Restaurantbesitzerin Bina Ramani, ihren Mann und ihre Tochter. Ihnen wurde vorgeworfen, auf der Party illegal Alkohol verkauft zu haben. Bina behauptete, dass es sich um eine private Veranstaltung gehandelt habe und sie nur enge Freunde eingeladen habe. Tatsächlich konnte jedoch jeder die Party besuchen. Hauptsache, er hatte Geld dabei. Außerdem stellte sich heraus, dass Bina unmittelbar nach der Tragödie, sobald Jessica ins Krankenhaus gebracht worden war, einer anderen Mitarbeiterin befahl, die Blutspuren auf dem Boden schnell zu beseitigen. Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass in der Nacht zum 29. April ein Polizeikommissar in dem Restaurant zu Gast war. Er wurde vom Dienst suspendiert und anschließend entlassen. Vikas Yadav wurde weiterhin gesucht und erst am 29. Mai stellte sich der junge Mann freiwillig der Polizei in Delhi, woraufhin er gegen Kaution freigelassen wurde. Bina Ramani, ihr Mann und ihre Tochter wurden ebenfalls gegen Kaution freigelassen. Ihre Pässe wurden ihnen abgenommen, damit niemand Indien verlassen konnte. Das Restaurant wurde geschlossen und versiegelt. In der Zwischenzeit versuchten die Polizisten, die Tatwaffe, eine Pistole vom Kaliber 22, zu finden. Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass die Waffe nie gefunden wurde. Aufgrund von Indizien und Zeugenaussagen von Restaurantbesuchern war die Staatsanwaltschaft zuversichtlich, dass sie eine Verurteilung von Manu Sharma und seinen Freunden erreichen würde. Einer der wichtigsten Zeugen war ein Barkeeper namens Shayan Munshi, der in der Nacht der Tragödie im Tamarind Court gearbeitet hatte. Shayan berichtete, dass er einen Streit zwischen Manu und Jessica gesehen habe und dass der betrunkene Manu auf die junge Frau geschossen habe. Der Prozess um den Mord an Jessica Lal begann am 3. August 1999. Die Polizei erhob Anklage gegen 12 Personen. Manu wurde wegen Mordes und Fälschung von Beweismitteln angeklagt, seine Komplizen wegen Fälschung von Beweismitteln, Verschwörung und Beihilfe zur Flucht des Verdächtigen. Die Polizei hatte 32 Zeugen, die bestätigten, dass es Manu Sharma war, der auf Jessica geschossen hatte. Darüber hinaus lagen den Ermittlern die Aussagen von 2 Ballistikexperten vor. Die Experten untersuchten den Tatort sorgfältig und kamen zu dem Schluss, dass die Kugel, die in der Decke des Gebäudes steckte, und die Kugel, die in Jessicas Schädel gefunden wurde, aus derselben Pistole des Kalibers 22 abgefeuert worden waren. 2 Jahre vergingen, die Gerichtsverfahren dauerten an. Bis 2001 änderten die meisten Zeugen ihre Aussagen. Viele behaupteten, sie hätten die Party vor Beginn der Schießerei verlassen. Ursprünglich hatte Bina Ramani der Polizei gesagt, sie habe gesehen, wie Manu Sharma nach dem Schuss weggelaufen sei. Vor Gericht widerrief Bina ebenfalls ihre Aussage und erklärte,
Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass der Mann, der nach dem Schuss weglief, Manu Sharma war. Sogar die Ballistikexperten änderten ihren Bericht und stellten fest, dass die Kugel, die in der Decke gefunden wurde, und die Kugel, die Jessica getötet hatte, völlig unterschiedlich waren. Cheyenne Munshi änderte ebenfalls seine Aussage vor Gericht. Er erklärte, dass er kein Hindi spreche und alle seine Aussagen von der Polizei niedergeschrieben worden seien. Cheyenne behauptete, die Beamten hätten ihn lediglich gebeten, zu unterschreiben. Tatsächlich habe Cheyenne nur gesehen, dass Manu Sharma in die Decke geschossen habe. Wer auf Jessica geschossen habe, habe Cheyenne angeblich nicht gesehen. Im Jahr 2005, 6 Jahre nach der Tragödie, wurde Manu gegen Kaution freigelassen. Jessicas Familie hoffte weiterhin, dass die Polizei die Schuldigen bestrafen würde. Am 21. Februar 2006 wurden ihre Hoffnungen jedoch zunichte gemacht. Das Gericht sprach alle Angeklagten, darunter auch Manu Sharma, frei. Wichtig zu wissen: Nach Jessicas Tod starb ihre Mutter 1999 an einem Herzinfarkt. Sie konnte den Verlust ihrer Tochter nicht verkraften. Als Manu 2006 vom Gericht freigesprochen wurde, erlitt Jessicas Vater einen Schlaganfall. Der Mann überlebte, hatte jedoch ernsthafte Gesundheitsprobleme und starb einige Monate später. In der Zwischenzeit kam es aufgrund der ungerechten Entscheidung zu einer Welle von Protesten. Menschen gingen mit Plakaten auf die Straße, unterstützten Jessica und schrien wütende Worte in Richtung der Polizei. Dies führte dazu, dass der oberste Gerichtshof von Delhi die Beamten anwies, die Ermittlungen zum Mord an Jessica Lal wieder aufzunehmen. Im Herbst 2006 wurde der Fall wieder aufgenommen. Viele Polizeibeamte wurden ausgewechselt und die neuen Mitarbeiter erkannten, dass die früheren Ermittlungen äußerst unprofessionell durchgeführt worden waren. Die dem Gericht vorgelegten Berichte über 2 Patronen waren von einem Ballistikexperten absichtlich gefälscht worden. Nach diesen Enthüllungen legte die Polizei von Delhi gegen das Urteil Berufung ein und es kam zu einer neuen Verhandlung. Ein indisches Magazin führte eine eigene Untersuchung gegen den Hauptzeugen Cheyenne Munshi durch. Im Rahmen dieser Operation gab sich ein Journalist als Vertreter eines britischen Unternehmens aus und teilte Cheyenne mit, dass er einen Hindi sprechenden Schauspieler suche. Cheyenne war sehr an diesem Angebot interessiert. Er antwortete dem Journalisten, dass er Hindi in der Schule gelernt habe und diese Sprache beherrsche. Dies ließ erkennen, dass Cheyenne die Polizei über seine Unkenntnis der Sprache belogen hatte und entweder unter Druck vor Gericht gelogen hatte oder dies absichtlich getan hatte. Außerdem konnten die Journalisten durch Befragung anderer Zeugen, die auf der Party anwesend waren, herausfinden, dass viele von ihnen bedroht und gezwungen worden waren, ihre Aussagen zu ändern. Die Restaurantbesitzerin Bina Ramani sagte sogar zu Sabrina Lal: „Lass dich nicht mit Manu und seiner Familie ein. Du hast keine Ahnung, wie ernst diese Leute sind." Im Dezember 2006 hob der oberste Gerichtshof von Delhi das Freispruchsurteil auf. Manu Sharma stand erneut vor Gericht. Er wurde für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Vikas Yadav, Alok Khanna und Amardeep Gill erhielten jeweils 4 Jahre Haft. Cheyenne Munshi und 19 weitere Personen, darunter Ballistikexperten, wurden für schuldig befunden und zu Haftstrafen zwischen 1 und 3 Jahren verurteilt. Im Jahr 2020, 21 Jahre nach der Tat, wurde Manu Sharma aus dem Gefängnis entlassen. Sein Urteil wurde aufgrund seines guten Verhaltens gemildert. In einem Interview mit Journalisten gab Manu offen zu, dass es für ihn sehr schwer und beängstigend war, im Gefängnis zu leben. Manu erzählte: „Ich war ein junger Mann, als ich diesen Fehler begangen habe, und mein Leben hat sich dadurch stark verändert. Ich kam ins Gefängnis. Dort wurde ich um 5 Uhr morgens geweckt. Ich konnte nicht normal auf die Toilette gehen. Es gab nur 5 Toiletten für 500 Häftlinge und ein Eimer mit einfachem Wasser schien ein kostbares Gut zu sein. Es gab viele Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber mit der Zeit gewöhnt man sich an alles. Ich bedauere sehr, was passiert ist, denn ich habe nicht nur mich selbst, sondern auch meine Familie im Stich gelassen. Ich verstehe auch, dass ich Jessica Lals Angehörigen wehgetan habe." Sabrina Lal hatte nichts gegen eine Milderung des Urteils gegen Manu einzuwenden. Sie war der Meinung, dass Manu, hätte er sich vor 20 Jahren bei ihrer Familie entschuldigt, vielleicht sofort vergeben worden wäre. Im Jahr 2021 starb Sabrina Lal an Leberversagen. Sie wurde nur 53 Jahre alt. Es gab niemanden mehr in der Familie Lal.
Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis änderte Manu Sharma seinen Namen und heiratete eine Frau, die zuvor als Model in Mumbai gearbeitet hatte. Manu begann, sich um das Familienunternehmen zu kümmern und wurde Geschäftsführer der Firma Pyle, die Alkohol herstellt und für ihren Single Malt Whisky Indri bekannt ist. Im Jahr 2024 gewann Indri Whisky den internationalen Wettbewerb in der Kategorie Bester indischer Whisky. Das Unternehmen Pyle ist auch für seine Hotelkette sowie Print-, Digital- und Fernsehmedienmarken bekannt. Den Unterlagen zufolge wurde Manu bereits 2011, als er im Gefängnis saß, Aktionär von Pyle. In den Medien wurde auch berichtet, dass Manu nach seiner Entlassung eine eigene Spirituosenfabrik in Schottland eröffnen wollte, aber aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit keine Lizenz erhalten konnte. Diese Geschichte zeigt, wie lange der Weg zur Gerechtigkeit in diesem Fall dauerte und welche Folgen eine einzige Tat für viele Menschen haben kann. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Jessicas Cousin John hoffte, dass die Familie nach der Festnahme des Täters Erleichterung verspüren würde, aber das war nicht der Fall. Er sagte, dass sich daran nichts geändert habe. Der Täter lebe weiter, Jessica hingegen nicht. Jessicas Vater erinnerte sich daran, dass ihm an diesem Tag zu viel genommen worden sei. Er werde sie nie zum Altar führen und sie nie als Mutter sehen können. Er sagte, er vermisse sie sehr. Jessicas Freundin Melanie gab zu, dass es mit der Zeit etwas leichter geworden sei, aber die Erinnerungen an das, was in dieser Nacht passiert war, hätten für immer eine Leere in ihrer Seele hinterlassen. Kein Tag werde für sie jemals wieder wirklich glücklich sein. Jessica Lynn Kalaha hatte einen ruhigen Abend geplant, nach Hause kommen, ihre Hunde füttern und lernen zu gehen. Sie stand kurz vor ihrem Masterabschluss und hatte viele Pläne für die Zukunft. Sie führte ein aktives Leben, kombinierte 2 Jobs, ihr Masterstudium und ein reges Sozialleben mit Freunden. Jessica arbeitete in einem örtlichen Lebensmittelgeschäft und verdiente sich nebenbei etwas als Lehrerin dazu, in der Hoffnung, in naher Zukunft eine Festanstellung an einer Grundschule zu bekommen. Außerdem sparte sie Geld, um ihre Ausbildung fortzusetzen und ihren Studentenkredit zurückzuzahlen. Trotz ihrer vielen Verpflichtungen und des Stresses blieb sie immer positiv und glaubte daran, dass sich ihre Bemühungen bald auszahlen würden. Am 7. September 2009, dem Labor Day, verbrachte Jessica Zeit mit ihrer Cousine und besten Freundin Melanie sowie einigen anderen Freunden. Da es sehr heiß war, beschloss die Gruppe, den Tag am Pool zu verbringen und anschließend zu grillen. Nach einigen Stunden der Entspannung gingen alle in ein Restaurant. Jessica, die am nächsten Morgen arbeiten musste, hatte nicht vor, viel Geld auszugeben und viel zu trinken, da sie am Steuer saß und ihre Freunde nach Hause fahren musste. Nach der Schließung des Restaurants fuhr die Gruppe in eine Bar, um Billard zu spielen, und wenig später machten sich alle auf den Heimweg. Gegen 1:30 Uhr morgens bot Melanie, die als letzte Passagierin im Auto geblieben war, Jessica an, bei ihr zu übernachten, aber diese lehnte ab und erklärte, dass sie vor ihrer Schicht ausschlafen wolle. Außerdem musste sie noch zum Tiergeschäft fahren, um Hundefutter zu kaufen und nach ihren Haustieren zu sehen. Nachdem sie sich von ihrer Freundin verabschiedet hatte, fuhr sie zum nächsten Walmart. Ein paar Stunden später, als die Leute aufwachten und sich für die Arbeit fertig machten, klingelte Melanies Telefon. Einer von Jessicas Kollegen hatte sie angerufen, sie war nicht zur Arbeit erschienen. Das gab sofort Anlass zur Sorge. Jessica war jemand, der selbst im Krankheitsfall seinen Vorgesetzten benachrichtigte, und es war völlig untypisch für sie, einfach so der Arbeit fernzubleiben. Melanie rief ihre Freunde an, aber keiner von ihnen hatte seit gestern Abend etwas von Jessica gehört. In diesem Moment spürte sie, dass etwas eindeutig nicht stimmte. Jessica teilte sich eine Wohnung mit Melanies Bruder John, der bei der Polizei arbeitete und um 5:30 Uhr morgens seine Schicht antrat. Er hatte sie vor seiner Abreise nicht gesehen, dachte aber, dass sie einfach noch schlief. Als er erfuhr, dass seine Schwester nicht zur Arbeit erschienen war, kehrte er nach Hause zurück und sah sofort, dass ihr Hund unruhig war. Im Haus gab es keine Anzeichen dafür, dass Jessica dort übernachtet hatte. Daraufhin kontaktierte John seine Kollegen und meldete ihr Verschwinden.
Das Telefon wurde in der Nähe der Kreuzung der US Highway 183 und der Walton Way Street in Cedar Park geortet. Es war eine belebte Gegend, umgeben von Geschäften und Restaurants. Möglicherweise war das Auto einfach stehen geblieben und der Akku des Telefons leer. Melanie und ihr Freund Sir machten sich sofort auf den Weg zu der angegebenen Adresse. Jessicas Auto war leicht zu finden. Ihr weißer Kia stand ordentlich geparkt in der Nähe der Pizzeria Little Caesars. Als sie näher kamen, rochen sie einen stechenden, erstickenden Geruch, der aus dem Innenraum kam. Die Fenster waren geschlossen und die Außentemperatur hatte bereits 32 Grad Celsius erreicht. Als sie hineinschauten, sahen sie Jessica regungslos hinter dem Steuer sitzen. Die Rückenlehne des Fahrersitzes war weiter nach unten geklappt als gewöhnlich und auf der Innenverkleidung des Autos waren seltsame Spuren zu sehen. Die Tür war nicht verschlossen und sobald sie öffneten, wurde der Geruch noch stärker. Melanie berührte den Kopf ihrer Freundin, aber Jessica reagierte nicht. Ihre Haut war von einem Sonnenbrand gerötet, ihr Körper war mit seltsamen Flecken übersät und ihr Haar war schweißnass. Sir rief sofort den Rettungsdienst. Die Untersuchung ergab, dass Jessicas Hals eine charakteristische Furche aufwies und ihr Gesicht und ihr Hals mit zahlreichen kleinen Blutungen übersät waren. Außerdem waren am ganzen Körper Blutergüsse und Kratzer zu sehen. Die Experten stellten fest, dass sie einem aggressiven Angriff ausgesetzt gewesen war und zweimal gewürgt worden war. Zuerst mit einem Stoff, möglicherweise einem Gürtel eines Kleides, dann mit den Händen. Sie hatte versucht, sich zu wehren, was durch tiefe Kratzer an ihrem Hals bestätigt wurde, die von ihren eigenen Fingernägeln stammten. In ihrem Auto fehlten ihre Geldbörse, ihre Bankkarten und ihre Schlüssel. Ihr Telefon war jedoch noch vorhanden und wurde den Experten zur weiteren Untersuchung übergeben. Die Polizei begann ihre Ermittlungen mit der Überprüfung der nahegelegenen Restaurants und Geschäfte, da der Ort, an dem Jessicas Auto gefunden wurde, sehr belebt war. Eine Restaurantmitarbeiterin berichtete, dass sie Jessica am frühen Morgen lebend gesehen habe. Sie krabbelte nackt in ihrem Auto herum, als wollte sie einen Badeanzug anziehen. Später sah dieselbe Mitarbeiterin sie erneut. Nun trug Jessica ein weißes Kleid und saß neben dem Auto und kämmte sich die Haare. Zuletzt wurde sie in ihrem Auto gesehen. Sie sprach mit sich selbst und machte seltsame Gesten. Mehrere andere Zeugen sahen sie an diesem Tag ebenfalls. Ihren Aussagen zufolge wirkte sie verwirrt, lethargisch und verhielt sich eindeutig unangemessen. Niemand sprach sie jedoch an. Als sie das nächste Mal gesehen wurde, zeigte sie bereits keine Lebenszeichen mehr. Melanie behauptete, dass Jessica in der Nacht vor ihrem Verschwinden völlig nüchtern gewesen sei. Dies wurde durch eine toxikologische Untersuchung bestätigt. In ihrem Körper wurden keine Spuren von Alkohol, Medikamenten oder Fremdstoffen gefunden. Die Situation wurde immer verwirrender und die Ermittler mussten herausfinden, warum ihr Verhalten so seltsam war. Auf dem Rücksitz des Autos wurde ein großer Sack mit Hundefutter gefunden. Das erklärte, warum Jessica auf dem Heimweg etwas kaufen wollte. Nun war klar, dass der Kauf am Morgen getätigt worden war. In der Nähe befand sich ein rund um die Uhr geöffneter Walmart und Kameras hatten aufgezeichnet, wie Jessica dort gegen 1:45 Uhr morgens vorfuhr. Sie betrat den Laden allein. Sie trug ein weißes Kleid, eine rote Baseballkappe und eine Tasche über der Schulter. Im Laden verhielt sie sich normal, bewegte sich sicher, schwankte nicht und wirkte nicht verloren. Niemand verfolgte sie und sie sprach mit niemandem. Sie ging direkt zur Futterabteilung, dann zur Kasse und hinaus auf die Straße. Einer der Walmart-Mitarbeiter bemerkte sie am Ausgang. Bis zu diesem Zeitpunkt sah alles ruhig aus, aber dann zeichneten die Kameras etwas Beunruhigendes auf. Ein großer Mann in einem braunen Hemd und einer Baseballkappe begann, ihr zu folgen. Er kam einige Minuten vor ihr in den Laden und parkte einen kleinen Lastwagen in einiger Entfernung von ihrem Auto. Er ging auf die Toilette und als er herauskam, stand Jessica vor ihm und trug eine Tüte mit Tierfutter auf der Schulter. Als sie auf den Parkplatz ging, war der Mann innerhalb weniger Sekunden hinter ihr und beschleunigte seine Schritte. Leider stand ihr Auto hinter einem großen Baum, der die Sicht der Kamera vollständig versperrte. Die einzige Kamera, die in ihre Richtung zeigte, war von schlechter Qualität, aber auf der Aufnahme ist zu sehen, wie dieser Mann sich ihrem Auto nähert. Er kam nicht mehr hinter dem Auto hervor und sein Lieferwagen blieb an Ort und Stelle stehen. 2 Minuten,
Nachdem Jessica und dieser Mann sich dem Auto genähert hatten, startete sie den Motor und fuhr aus dem Parkplatz. Dieser Moment beunruhigte die Ermittler sehr. Die Kameras im Walmart zeichneten auch den Moment auf, als kurz nachdem ihr Auto bei Little Caesars geparkt worden war, jemand es verließ. Dieser Mann überquerte die Straße in Richtung des Walmart-Parkplatzes. Es wurde festgestellt, dass es sich um denselben Mann handelte. Er stieg in seinen LKW und fuhr schnell davon. Etwa 20 Minuten, nachdem Jessicas Auto bei der Pizzeria angehalten hatte, wurde ihre Bankkarte an einer Exxon-Tankstelle benutzt. Die Kameras zeichneten denselben Mann auf, der bei Walmart gesehen worden war. Jessicas Auto blieb jedoch von 2:50 Uhr morgens bis zum Fund ihrer Leiche unbewegt an seinem Platz stehen. All diese Details machten den Fall nur noch komplizierter, und die Ermittler hatten immer mehr Fragen, auf die sie Antworten finden mussten. Die Ermittler veröffentlichten einen Teil der Videoaufnahmen und gaben eine Fahndung nach einem roten Pickup heraus. Jetzt blieb nur noch abzuwarten und zu hoffen, dass jemand wichtige Informationen liefern würde. Während die Polizei die Suche fortsetzte, fand die Trauerfeier für Jessica statt. Für ihre Familie war es ein besonders schwerer Tag, da sie zum ersten Mal erfuhren, dass sie erwürgt worden war. An ihrem Hals waren charakteristische Spuren zu sehen. Diese Nachricht machte ihre Trauer noch unerträglicher. Plötzlich erhielt die Polizei einen Anruf von einer Frau namens Leslie. Sie erzählte, dass ihr Verlobter mit einem Mann befreundet war, der ihrer Meinung nach Besitzer dieses Pickups war. Es handelte sich um den 37-jährigen Crispin Harmel. Einige Stunden bevor Jessica gefunden wurde, sollte Crispin zu ihnen nach Hause kommen, um eine Schuld zu begleichen, aber er kam nicht. Leslie fand das seltsam und konnte ein ungutes Gefühl nicht loswerden. Obwohl Crispin für sie wie ein Familienmitglied war, beschloss sie, ihren Verdacht zu melden, denn es ging um ein verlorenes Leben. Als die Polizei seinen Namen in der Datenbank überprüfte, stellte sie fest, dass er erst vor 3 Wochen wegen einer überfälligen Fahrzeugzulassung angehalten worden war. Die Kameras an den Uniformen der Polizisten hatten aufgezeichnet, dass er tatsächlich diesen Pickup gefahren hatte und sogar dieselbe Baseballkappe trug. Alles deutete darauf hin, dass sie den richtigen Mann gefunden hatten. 5 Tage nach der Entdeckung von Jessicas Leiche kamen die Polizisten zu Crispin nach Hause, um mit ihm zu sprechen. Das Auto sah anders aus. Einige Teile, die zuvor silbern gewesen waren, waren nun schwarz lackiert. Er schien nicht überrascht und gab sofort zu, dass er Jessica kannte. Er behauptete, er habe sie über eine Dating-Website für verheiratete Frauen kennengelernt. Sie hätten im Internet kommuniziert und sich in der Nacht des Verbrechens, etwa zwischen 0:30 Uhr und 1 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarkts verabredet. Crispin gab an, dass sie nach dem Treffen mit ihrem Auto weggefahren seien und Zeit miteinander im Park verbracht hätten. Er sei mit ihr im Auto gewesen, aber das bedeute nicht, dass er an ihrem Tod beteiligt gewesen sei. Die Ermittler wussten jedoch bereits, dass seine Aussagen nicht der Wahrheit entsprachen. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, dass sie viel später als angegeben auf dem Parkplatz ankamen. Außerdem gab es auf dem Video keine Anzeichen dafür, dass sie sich kannten oder zuvor miteinander kommuniziert hatten. Jessica war gekommen, um Hundefutter zu kaufen und sah nicht so aus, als würde sie auf jemanden warten. Seine Geschichte erschien sofort unglaubwürdig. Dann änderte er seine Aussage und sagte, dass Jessica ihn nach ihrem Treffen zurück zum Parkplatz gefahren habe, wo sie sich einige Minuten im Auto unterhalten hätten. Seinen Angaben zufolge erzählte er ihr von seinen finanziellen Schwierigkeiten, woraufhin sie ihm ihre Bankkarte anbot und ihm den PIN-Code auf die Hand schrieb. Als er am nächsten Tag von ihrem Tod erfuhr, bekam er Angst, warf die Karte weg und lackierte anschließend sein Auto neu, um keinen Verdacht zu erregen. Er sprach selbstbewusst, aber die Polizei wusste, dass dies eine Erfindung war. Jessicas Freunde behaupteten, dass sie nie erwähnt habe, dass sie sich an diesem Abend mit jemandem treffen wolle und dass sie ihren Angehörigen immer mitteilte, wohin sie ging und mit wem sie sich traf. Eine gründliche Überprüfung ihrer Telefone und Computer ergab, dass es zwischen ihr und Crispin niemals irgendeine Kommunikation gegeben hatte. Außerdem hatte sie die von ihm erwähnte Website niemals besucht. Kurz nach ihrem Tod suchte Crispin jedoch im Internet nach Informationen über sie und sah sich Artikel und Fotos an. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Crispin Jessica verfolgt hatte, gewartet hatte, bis sie den Laden verließ und sie gezwungen hatte, in sein Auto zu steigen.
Dann fuhr er sie in den Park, wo er die Tat beging, und brachte das Auto anschließend zurück zum Parkplatz, wo er es stehen ließ. Dann nahm er ihre Bankkarte mit. Sobald die Polizisten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras erwähnten, weigerte sich Crispin sofort weiterzureden und verlangte einen Anwalt. Die Polizei war sich sicher, den Täter gefunden zu haben, verstand aber nicht ganz, was genau zwischen dem Zeitpunkt, als er das Auto zurückbrachte, und dem Fund von Jessica passiert war. Die Polizei setzte ihre Ermittlungen fort, hatte jedoch noch nicht genügend Beweise, um Anklage zu erheben. Sie konnten Crispin jedoch wegen Beweisvernichtung anklagen, und im Mai 2010 wurde er nach seinem Geständnis zu 10 Jahren Haft verurteilt. Jessicas Fall blieb offen, und die Ermittler analysierten die Beweise immer wieder, bis sie endlich einen Hinweis fanden. Sie stießen auf eine Studie eines Professors der medizinischen Fakultät der Indiana University über Menschen, die eine Strangulation überlebt hatten, aber später an deren Folgen starben. Dabei handelt es sich nicht um einen sofortigen Tod, sondern um einen Prozess, der sich über mehrere Stunden hinziehen kann. Ein solcher Fall wird als verzögerter Tod durch Strangulation bezeichnet. Die Experten behaupteten, dass dies Jessicas seltsames Verhalten in der Nähe ihres Autos und die Spuren im Auto erklären könnte. Ihr Gehirn war nach zweimaliger Strangulation schwer geschädigt. Sie wusste nicht, wo sie sich befand, konnte keine Hilfe rufen oder ihr Telefon benutzen. Außerdem erlitt sie einen Hitzschlag, als sie in der prallen Sonne stand. All dies führte zu ihrem Tod. Der Gerichtsmediziner Dr. Bill Smook erklärte, dass eine Person zunächst aufgrund von Sauerstoffmangel im Gehirn das Bewusstsein verliert und dann möglicherweise Krämpfe bekommt. Bereits nach 15 Sekunden beginnen die Gehirnzellen abzusterben. Als erstes gehen die Funktionen zur Kontrolle der Blase und des Darms verloren. Als letztes schaltet sich der für die Atmung und den Herzschlag zuständige Hirnstamm ab, und darüber liegen die Bereiche, die für das Gedächtnis und die Persönlichkeit zuständig sind. Alles deutete darauf hin, dass Crispin Jessica zweimal gewürgt hatte, weil er sie für tot hielt, obwohl sie in Wirklichkeit nur bewusstlos war. Aufgrund der wissenschaftlichen Daten und aller gesammelten Beweise wurde er im Mai 2013 wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Er bekannte sich nicht schuldig. Im Prozess bestätigte ein Experte für Strangulation die Schlussfolgerungen der Gerichtsmediziner. Die Todesursache von Jessica war Strangulation. Augenzeugen sahen sie einige Stunden nach dem Angriff noch am Leben, aber sie verhielt sich seltsam. Dr. Smook erklärte, dass ihr Verhalten durch 2 Faktoren beeinflusst wurde: eine Schädigung des Gehirns und eine Überhitzung des Körpers. Die Verteidiger versuchten, diese Argumente anzufechten, indem sie behaupteten, dass das Opfer bei einer Strangulation reflexartig versuche, den Angreifer zu kratzen, sodass sich unter Jessicas Fingernägeln Spuren von Crispins DNA befinden müssten. Die Untersuchung ergab jedoch keine solche DNA. Das entlastete Crispin jedoch nicht. Hohe Temperaturen und Feuchtigkeit konnten DNA-Spuren schnell zerstören. Die Staatsanwaltschaft machte sich darüber keine Sorgen, da sie über andere Beweise verfügte, darunter Videoaufnahmen. Diese bewiesen, dass niemand anderes das Verbrechen begangen haben konnte. Die ehemalige Freundin von Crispin wurde zur Hauptzeugin und sagte aus, dass er sie belogen habe, indem er behauptete, seine Wohnung sei abgebrannt und er habe sein Handy verloren, obwohl sein Gerät in Wirklichkeit von den Ermittlern beschlagnahmt worden war. Er behauptete auch, sein Pickup sei kaputt gegangen, aber in Wirklichkeit war er beschlagnahmt worden. Der Prozess endete jedoch nicht wie erwartet. Das Gericht wurde wegen des Vorwurfs der Beweisunterdrückung durch die Anklage für ungültig erklärt. Der Fall musste von vorne begonnen werden. Die weiteren Ereignisse waren noch skandalöser. Die Bezirksstaatsanwältin Janne Juti wurde wegen Verstoßes gegen eine gerichtliche Schweigepflicht inhaftiert und später vom Anwaltsverband von Texas wegen beruflicher Verfehlungen sanktioniert. Einige Jahre später wurde sie tot aufgefunden. Die Todesursache war Selbstverletzung. Im Jahr 2018 wurde der Fall Crispin erneut aufgerollt. Fast 10 Jahre waren seit der Tat vergangen. Vor Gericht sahen sich die Geschworenen die Aufzeichnungen der Verhöre des Verdächtigen an. In der zweiten Aufzeichnung, die nach der Feststellung von Unstimmigkeiten in seinen Aussagen angefertigt worden war, wies der Ermittler aus Cedar Park darauf hin, dass viele Details von Crispins Version nicht übereinstimmten.
Nach dem ersten Verhör blieben den Ermittlern noch viele Fragen offen. Während des erneuten Verhörs gab er an, dass Jessica ihn nach ihrem Treffen zurück zum Einkaufszentrum bei Walmart gefahren habe. Die Ermittler stellten jedoch Unstimmigkeiten in seiner Aussage fest. So war beispielsweise der Fahrersitz in ihrem Auto so weit wie möglich nach hinten geschoben, sodass sie das Auto unmöglich fahren konnte. Ihre Füße reichten einfach nicht bis zum Gas- und Bremspedal. Hamel sagte auch, er habe gesehen, wie Jessica das Auto startete, als er zu seinem Pickup zurückkehrte, aber die Aufzeichnungen der Überwachungskameras bestätigten dies nicht. Auf dem Video war weder das Einschalten der Scheinwerfer noch die Bewegung ihres Autos zu sehen. Die Autoschlüssel wurden nie gefunden. Später behauptete er, Jessica habe ihm ihre Bankkarte geliehen, damit er tanken könne. Aber er habe sie weggeworfen, sobald er erfahren habe, dass die Polizei nach ihm fahndete. Die Ermittler stellten fest, dass Menschen in der Regel Beweismittel beseitigen, wenn sie die Verbindung zu etwas, das sie belasten könnte, abbrechen wollen. Die Verteidigung versuchte, die Argumente der Ermittler anzufechten, indem sie behauptete, dass weder Hamel noch Jessica sich innerhalb von Walmart gesucht hätten, da sie vereinbart hätten, sich an ihrem Auto zu treffen. Die Anklage betonte jedoch, dass die Videoaufnahmen zeigen, dass sie zu dem angegebenen Zeitpunkt nicht so miteinander interagierten, als hätten sie sich zuvor zu einem Treffen verabredet. In der Folge befand das Gericht Crispin Hamel für schuldig und verurteilte ihn zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Im Jahr 2020 legte er Berufung gegen das Urteil ein, aber das Gericht bestätigte es und er verbüßt weiterhin seine Strafe. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.